Das Problem ist halt, sie probieren es ja auch gar nicht. Also auf dem FEC, weil das ja eh nur ein temporärer Server ist, würde es sich ja perfekt anbieten, Penya-Sinks einzubauen. Also zum Beispiel jetzt sind es, wie gesagt, so 2 oder vielleicht 3 Wochen, seit die Inflation so heftig kickt. Also mehr ist genug Zeit für die Entwickler zu reagieren. Und irgendwas zu machen, wo die Leute gottlos viel Penya, also unendlich viel Penya reinstecken können, aber halt auch irgendwas rausbekommen. Ähnlich wie halt damals mit Pet züchten und so. Also sie könnten irgendeine Art von Event veranstalten, wo man halt, ja, zum Beispiel 100 Millionen reinsteckt. Lass es eine Slot-Machine sein. Und im Worst Case kriegst du halt, keine Ahnung, ein paar Low-Up-Cuts, sag ich mal. Irgendwie so. Und im besten Fall kriegst du ein paar Smiling-Boxen. Oder so. Oder sogar Ulti-Scrolls mit extrem geringer Wahrscheinlichkeit. Weil es muss schon unfassbar schlecht sein, also oder es müsste schon ein unfassbar schlechtes Event sein oder schlecht gestaltet sein. Und das muss man sich natürlich vorher überlegen. Aber ich meine, dafür werden diese Leute bezahlt übrigens. Das ist nicht mein Job. Könnte man sich schon vorher überlegen, wie das halt ungefähr Sinn ergeben würde. Und dann könnte man halt gezielt probieren, den F-Coin-Kurs wieder auf zum Beispiel 200 runterzuziehen oder auf 150 oder so. Und dann lässt man es wieder für ein paar Wochen. Und wenn es wieder so extrem wird, kann man es nochmal machen und dann ist der FEC eh vorbei. Also das müsstest du eh nur 2-mal machen. Dann wäre der Server eh schon wieder vorbei und dann würdest du zumindest dafür sorgen, dass bis wirklich ganz zum Ende die Inflation relativ im Rahmen bleibt. Weil das Miese ist halt, vor allem aus Beginnersicht und Free-to-Play-Sicht, das Miese ist immer dann, wenn NPC-Items, also einfach nur die regulären NPC-Items, die du beim Leveln bekommst, wenn die anfangen, quasi komplett irrelevant zu sein, und wir sind bei fast 400 Mio pro 1000 F-Coin, selbst jemand mit extrem krassen Killspeed, mit super geilem Equipment bei Captain Kraken oder Small Naga, also Spawns, die extrem gut sind, wo du über 3000 oder vielleicht sogar 4000 Monster die Stunde töten kannst. Selbst solche Leute machen nicht mehr als 50 Mio die Stunde mit NPC-Items, falls sie überhaupt die NPC-Items aufheben. Man braucht ja auch noch irgendwie eine Möglichkeit, die überhaupt zu verkaufen. Return Town oder die Shop-Scrolls, weil das kommt ja auch noch dazu. Inventar ist so schnell voll, das musst du auch erstmal überhaupt verkaufen können oder aufheben können, so viele Drops. Aber wenn du es schaffst, dann, wie gesagt, sage ich mal, Maximum irgendwo wahrscheinlich um die 50 Millionen Penya. Und dann musst du 8 Stunden grinden. 8 Stunden mit extremem Level-Speed, also vermutlich eh mit Power-Ups, also auch nichts, was man einfach mal so macht. Für 1000 F-Coin, und das ist ja Wahnsinn. Also 8 Stunden, ich meine, so viel spielen die meisten Leute ja gar nicht mehr täglich. Also wenn der FEC aus der Hype-Phase rausgeht, spielen ja die wenigsten Leute wahrscheinlich noch 8 Stunden am Tag. Und wenn, dann spielen sie wahrscheinlich nicht 8 Stunden, also leveln sie nicht 8 Stunden, meine ich. Also selbst wenn man 8 Stunden online ist. 70 Mio mit 8 Chars at the moment. Same thing, ist ja vollkommen egal. Es müssten 200 Mio, weit über 100 Mio sein, um das zu rechtfertigen. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach eingreift. Und ja, weil man ganz ideenlos ist, macht man echt einfach eine Slot-Maschine. Packt ein paar Hauptgewinne rein mit halt 0, irgendwas Wahrscheinlichkeit. Itemate-Scrolls zum Beispiel oder Party-Scrolls. Dann Smelting bzw. Smelting-Boxen oder Products mit 1% und dann halt wie immer halt 30% Trostpreis. Dann so 5 bis 10% sind dann die halbguten Items wie Amplis und Upcut-Stones und so. Und solange das im Verhältnis, zum Beispiel ein Spin kostet dich, sagen wir 5 Mio. Dann kann man sich ausrechnen, okay, ich brauche so und so viele Spins im Schnitt. Und das muss sich halt einfach lohnen. Und das muss sich so sehr lohnen, dass, wie gesagt, der Cashkurs dann zum Beispiel auf 150 zurückdroppen würde, weil die Leute halt ihr komplettes Geld da reinpumpen werden, weil sich das viel mehr rentieren würde, als F-Coins von anderen Spielern zu kaufen. Und dann würdest du wahrscheinlich innerhalb von, wenn das Event 1 oder 2 Wochen laufen würde, würdest du wahrscheinlich Trillionen von Penya vernichten.
die dann auch wirklich weg sind, die existieren dann nicht mehr. Und dann dauert es hoffentlich wieder auch mindestens 2-3 Wochen. Und wie gesagt, dann ist der FEC vorbei. Und im schlimmsten Fall startet es halt nochmal und dann ist der FEC vorbei. Also, ja, verstehe ich nicht, warum die das nicht machen. Weil, ich meine, es lohnt sich immer mit dem FEC noch anzufangen, aber für neue Spieler ist das jetzt halt, also jetzt ist es wirklich geistesgestört. Bis du da mal genug Kohle hast, um an 1000 F-Coin zu kommen, wenn du heute anfängst und maximal 3 oder 4 Stunden am Tag spielst, was eh schon mehr ist, als der durchschnittliche Spieler wahrscheinlich spielt. Und 3 oder 4 Stunden, also 4 Stunden am Tag ist ja auch echt nicht wenig, vor allem unter der Woche und so. Kommst du auf die Woche gerechnet auf fast 30 Stunden bei 4 Stunden am Tag. Wirst wahrscheinlich, keine Ahnung, 2 Wochen brauchen, bis du mal 1000 F-Coins zusammen hast. Das ergibt ja irgendwie keinen Sinn. In dem Fall wäre es dann wirklich wesentlich klüger, einfach zu cashen. Bei so einer abnormalen Inflation. Und die ja auch einfach weitergeht. Also jetzt ist es so, nächste Woche ist dann vielleicht 450. Und wenn es gar nicht aufhört, in 2 Wochen 500. Ist ja auch kein Ende in Sicht momentan. Und das kann ihnen ja eigentlich gar nicht egal sein, weil ich meine, du sollst als Anfänger nicht anfangen und das Gefühl haben, dass du komplett hoffnungslos verloren bist und keine Chance hast. Und natürlich grundsätzlich können sie immer sagen, ja, Free-to-Play-Spiele interessieren uns nicht, die bringen uns ja eh kein Geld ein. Aber, naja. Die Leute denken nicht nach und denken sie... Die denken sich, für 1000 F-Coin-Zellen bekomme ich 400 Mio. Das ist die eine Hälfte der Leute. Die andere Hälfte der Leute sieht, dass F-Coins 400 Mio kosten und denken sich, das Spiel spiele ich nie wieder. Oder, nice, ich habe mehr als genug gesehen. Ich werde definitiv quitten. Die Preise sind auch so krass günstig gezüchtet. In einem Tag schauten nur 2 Leute, sie verkaufen für Preis X. Also wenig Angebot, hohe Nachfrage. Preis geht hoch um 20 Mio. Am nächsten Tag schauten 50 Leute, sie verkaufen für den neuen Preis. Ja, das ist schwer zu sagen, wie künstlich das ist. Also es ist definitiv manipuliert. Aber in welchem, bis zu welchem Grad, keine Ahnung.